Mein Name ist Tristan Holtkamp. Ich arbeite seit 2021 bei der Momini-Gruppe, leite dort den Nachhaltigkeitsbereich. Die Momini-Gruppe ist ein inhabergeführtes Unternehmen, ein Investmentmanager und Fundmanager mit Fokus auf Büroimmobilien in Innenstadtlage, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ausgewählten europäischen Städten. Wir haben 4 Geschäftsbereiche: die Projektentwicklung, das Investmentmanagement, das Real Estate Management und die Momini Ventures. Die ESG-Abteilung bei Momini spielt bei dem gesamten Geschäftsmodell eine zentrale Rolle. Im Bereich E-Environmental haben wir uns vor allem auf das Thema Energieeffizienz fokussiert. Wir wollen bis 2035 unsere Immobilien auf 85 Kilowattstunden pro Quadratmeter im Energieverbrauch runterbringen. Und da gibt es daneben noch viele andere Ziele. Wir wollen die Nutzung erneuerbarer Energien maximieren und wir wollen Energieflusstransparenz schaffen. Also wir wollen jede Kilowattstunde Energie ganz transparent messen können. Für die Momini-Gruppe ist Innovation schon seit Jahren ganz wichtig. Unseren Momini Venture-Bereich haben wir 2018 gegründet. Edifion ist eines dieser jungen Unternehmen, die wir uns damals angeschaut haben. Wir gehen den Weg zusammen seit 2021. Da haben wir das erste Pilotprojekt im Herbst gestartet, haben uns danach dann auch beteiligt mit der Momini Venture, weil es Sinn ergeben hat. Und mittlerweile haben wir über 25 Projekte gemeinsam up and running. Gerne noch mehr in Zukunft. Und die Produktentwicklungen, die dann bei Edifion entstehen, die testen wir natürlich auch als Partner. Und eines dieser Produkte ist das Demand-Side-Management. Das Demand-Side-Management ist für uns super wichtig, gerade auch mit Blick auf Netzdienlichkeit. Netzdienlichkeit unserer Immobilien beschäftigt uns schon seit Jahren. Wir versuchen überall dort, wo es möglich ist, dann Energie zu verbrauchen, wenn die Energie günstig und grün im Energienetz vorhanden ist und diese Energie dann in unseren Immobilien zu speichern, beispielsweise in Batteriespeichern oder auch in der thermischen Hülle über Klimatechnik beispielsweise. Das ist das Ziel. Und das Demand-Side-Management von Edifion hat uns das erste Mal die Möglichkeit dazu gegeben. Der Testlauf war super erfolgreich und deswegen versuchen wir das jetzt überall dort, wo es möglich ist, auch zu integrieren in den operativen Betrieb. Netzdienlichkeit ist etwas, was aus unserer Sicht nur funktioniert, wenn man seine Energieversorgung flexibilisiert. Das bedeutet, wir haben seit Anfang 2025 auf flexible Strompreise umgestellt für das gesamte Portfolio. Und das gibt uns die Möglichkeit, mit dem Demand-Side-Management eben Dinge umzusetzen, Energie dann zu verbrauchen, wenn sie günstig und grün im Energienetz vorhanden ist und eben weniger Energie zu verbrauchen, wenn sie nicht vorhanden ist. Das können wir über die Steuerung von Edifion darstellen. Ein Beispiel dafür wäre, dass wir Kältetechnik nutzen und dann laufen lassen, wenn eben viel Energie im Netz da ist, viel grüne Energie im Netz da ist. Wir laden den Kältespeicher des Objektes so auf, dass er dann genutzt werden kann, wenn eben der Energiepreis teurer wird im flexiblen Strommarkt und wenn dann eben auch weniger grüne Energie zur Verfügung steht. Dann können wir eben die Energie aus dem Kältespeicher nehmen und müssen die Kältemaschinen in dem Zeitpunkt nicht laufen lassen. Das heißt, wir optimieren eigentlich das gesamte Energiesystem. Wir haben im Jahr 2024 einen Piloten gestartet, gemeinsam mit Edifion, in unserem Objekt Katharinenkai. Das ist eine Projektentwicklung aus dem Hause Momini, wurde im Jahr 2021 fertiggestellt und ist rein technisch auf dem aktuellsten Stand. Deswegen hat es sich super angeboten, mit dem Projekt zu starten und das als Pilotprojekt zu nutzen für das Demand-Side-Management. Ein weiterer Grund war, dass wir auch im Jahr 2024 im Katharinenkai schon flexible Strompreise hatten. Und dort haben wir es getestet, sehr erfolgreich getestet, konnten bis zu 30% der Kältekosten einsparen im Referenzzeitraum. Das ist ein super Ergebnis. Das hilft unseren Mietern in der Betriebskostenabrechnung. Das hilft uns in der Vermarktung der Flächen, weil die Nebenkosten eben geringer sind. Die nächsten Schritte kann man wie folgt beschreiben. Wir haben den Piloten sehr erfolgreich abgeschlossen. Das bedeutet, wir versuchen jetzt Demand-Side-Management überall dort zu platzieren, wo es möglich ist. Wir prüfen gerade alle Objekte, wo wir Edifion schon platziert haben seit einigen Jahren, ob die Voraussetzungen passen, dass wir hier auch für Demand-Side-Management den Hebel umlegen und anfangen, in die flexible Steuerung zu gehen, unter Berücksichtigung der Preissignale aus dem Energiemarkt. Die Zusammenarbeit mit Edifion läuft hervorragend. Wir arbeiten in verschiedensten Konstellationen mit den Kollegen von Edifion zusammen. Gestartet haben wir natürlich mit unseren Bestandsimmobilien und der Integration der KI-Betriebsoptimierung in den generellen Gebäudebetrieb. Das läuft seit 2021 sehr gut. Die Prozesse haben sich gefestigt und auch in der Projektentwicklung gibt es mittlerweile einen strukturierten Prozess, wie Edifion in die Prüfung der Planung für GLT und Gebäudeautomation einbezogen wird. Ich denke, dass wir in absehbarer Zeit im Energienetz vor der Herausforderung stehen werden, dass Energie dann richtig teuer wird, wenn sie nicht vorhanden ist, wenn also wenig erneuerbare Energie im Netz ist und dass sie günstig wird, wenn viel Energie da ist und dass wir extrem davon profitieren können,
wenn wir versuchen, uns in einem gewissen Rahmen danach zu richten. Und ich glaube, dass die Unternehmen und die Immobilienmanager, die das nicht machen, die sich auch nicht jetzt schon vorbereiten, dass die da echt was verschlafen und dass das später mit Blick auf Betriebskosten richtig teuer werden kann.